90% aller Menschen machen einen entscheidenden Fehler am Morgen. Und genau deshalb kämpfen sie den ganzen Tag gegen Müdigkeit an. Die ersten 20 Minuten nach dem Aufwachen entscheiden in der traditionellen chinesischen Medizin über deine gesamte Tagesenergie. Aber die meisten starten völlig falsch in den Tag. Heute zeige ich dir, wie es richtig geht. In der TCM sagen wir, wie das Yang erwacht, so fließt das Qi den ganzen Tag. Das bedeutet konkret, wenn du deine Morgenenergie falsch aktivierst, kämpfst du 16 Stunden lang gegen diesen einen Fehler an. Die 3 Tricks, die ich dir heute zeige, korrigieren genau diesen Fehler und dauern zusammen keine 10 Minuten. Der erste Trick betrifft etwas, was du wahrscheinlich jeden Morgen machst, aber völlig falsch. Es hat mit dem zu tun, was du als erstes nach dem Aufwachen trinkst. Nach dem Aufwachen ist dein Körper noch im sogenannten Nachtmodus. Verdauung, Kreislauf und auch das Gehirn fahren alle langsam hoch und brauchen Zeit für diesen wichtigen Übergang. Wenn du jetzt als erstes kaltes Wasser oder Kaffee trinkst, dann überforderst du dein System. Du zwingst deinen Körper sozusagen in die Aktivität und das kostet massiv viel Energie, die dir dann später fehlt. Viel besser ist es, wenn du ein Glas warmes Wasser trinkst. Und ganz wichtig, warm, nicht heiß. Die ideale Temperatur ist in etwa Körpertemperatur oder etwas darüber, sodass du es ganz angenehm trinken kannst. Ein praktischer Tipp: Nimm kochendes Wasser, gieß es bis zur Hälfte in eine Tasse und verdünne es dann mit kaltem Wasser, bis es die richtige Temperatur hat. So musst du nicht warten, bis das Wasser abkühlt. Das warme Wasser signalisiert deinem System, alles ist gut, du darfst langsam und entspannt starten. Es gibt keinen Stress. Aus Sicht der TCM funktioniert das so. Am Morgen ist dein Yang, das ist deine aktivierende, wärmende Lebensenergie, noch relativ schwach. Kälte schwächt das Yang zusätzlich und blockiert den natürlichen Aufwachprozess. Wärme hingegen unterstützt dein Yang genau in dieser Übergangszeit und hilft deinem Körper dabei, seine eigene Energie zu entwickeln, anstatt sie zu verschwenden. Und vielleicht fragst du dich jetzt, muss ich auf meinen Kaffee verzichten? Keine Sorge, dazu kommen wir später. Jetzt spürst du, wie das warme Wasser deinen Körper innerlich geweckt und dein Yang aktiviert hat. Aber damit ist erst die Hälfte getan. Dein Körper braucht jetzt auch ein Signal von außen, dass der Tag beginnen kann. Der zweite Trick ist, dass du deinen Körper bewusst von außen wächst, bevor der Stress des Tages beginnt. Das dauert nur 2 bis 3 Minuten, aber die Wirkung hält den ganzen Tag an. Was du machst, ist ganz einfach. Du klopfst deinen Körper ab, nicht fest, sondern so, dass du ihn spürst. Fang bei den Armen an, dann den Rumpf, dann die Beine. Das bringt deinen Kreislauf perfekt in Schwung, ohne dass du dich dabei gestresst oder überreizt fühlst. Zusätzlich kannst du 2 wichtige Akupressurpunkte aktivieren. Magen 36, das ist etwa eine Handbreit unter der Kniescheibe an der Außenseite des Schienbeins, und Leber 03 zwischen dem großen Zeh und dem zweiten Zeh, etwa 2 Fingerbreit nach hinten. Diese Punkte drückst du etwa 30 Sekunden lang mit dem Daumen. Das beruhigt dein Nervensystem und gibt dir gleichzeitig Energie für den ganzen Tag. Aus Sicht der TCM regst du damit wichtige Meridianverläufe an. Das sind Energiebahnen in deinem Körper. Besonders der Punkt Magen 36 wird in der TCM eingesetzt, um die Verdauung zu fördern, neue Energie aufzubauen und Müdigkeit zu vertreiben. Du hilfst deinem Qi dabei, richtig zu fließen, anstatt dass es stagniert. Wenn du das Klopfen und die 2 Akupressurpunkte gleich selbst ausprobieren willst, wir haben ein Mitmachvideo aufgenommen, den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Gönn dir diese Übungen täglich und spür, wie leicht der Morgen dadurch wird. Jetzt ist dein Körper innerlich und äußerlich erwacht. Dein Qi fließt, aber der dritte Trick beginnt erst alles richtig in Bewegung zu bringen. Ohne diesen Schritt bleibt deine Energie wie stehendes Wasser. Der dritte Trick ist Bewegung. Aber nicht das, was du denkst. Du musst kein intensives Workout machen oder komplizierte Übungen lernen. Es reichen 2 bis 3 Minuten einfache Bewegung oder bewusste Atmung. Zum Beispiel kannst du 2 Minuten lang eine einfache Schüttelübung machen. Stell dich hin, schüttel ganz locker deine Arme, dann die Beine, dann den ganzen Körper. Einfach alles loslassen
was gerade da ist. Oder du machst 5 bewusste, tiefe Atemzüge und spürst dabei, wie sich dein ganzer Körper entspannt und gleichzeitig belebt wird. In der TCM sagen wir, Bewegung bringt das Qi in Fluss und der Atem lenkt es dorthin, wo es gebraucht wird. Gerade am Morgen staut sich oft unsere Energie in den Muskeln, in den Gelenken, manchmal auch im Kopf. Diese einfache Bewegung oder bewusste Atmung löst diesen Stau und verteilt dein Qi gleichmäßig durch den ganzen Körper. Das stabilisiert dich körperlich und emotional, bevor der Tag richtig beginnt. Die geführte Schüttel- und Atemrunde ist ebenfalls im Mitmach-Video dabei. Nimm dir anschließend an dieses Video eine kleine Auszeit und probier diese Morgenroutine unbedingt aus. So, warmes Wasser hat dein Yang innerlich aktiviert. Das Klopfen und die Akupressurpunkte haben deine Meridiane geweckt. Und die Bewegung hat dein Qi in Fluss gebracht. Zusammen ergeben diese 3 Tricks eine vollständige TCM-Morgenroutine, die nur wenige Minuten dauert, aber deinen ganzen Tag verändern wird. Lass mich dir noch einmal kurz zeigen, wie einfach das Ganze ist. Erster Trick: warmes Wasser statt kalter Getränke. Das aktiviert dein Yang, gibt deinem Körper einen entspannten Start. Zweiter Trick: Körper abklopfen und die Punkte Magen 36 und Leber 3 drücken. Das weckt deine Meridiane und bringt dein Qi in Gang. Dritter Trick: 2 Minuten schütteln oder bewusst atmen. Das verteilt deine Energie gleichmäßig und macht dich bereit für den Tag. Das war's. Keine komplizierten Übungen, keine teuren Geräte, nur 3 einfache TCM-Prinzipien. Aber jetzt höre ich dich schon fragen: Wolfgang, das klingt ja alles schön und gut, aber was ist denn jetzt mit meinem heißgeliebten Kaffee? Muss ich darauf verzichten? Die Antwort ist nein, du musst nicht auf deinen Kaffee verzichten. Ich trinke auch sehr gerne Kaffee, aber, und das ist der entscheidende Punkt, das Timing macht einen Unterschied. Anstatt also sofort nach dem Aufwachen zum Kaffee zu greifen, warte etwa 90 Minuten, gib deinem Körper die Zeit, mit diesen 3 TCM-Tricks seine eigene natürliche Energie zu entwickeln. Und dann kannst du deinen Kaffee genießen, ohne dass er dein System belastet. Aus TCM-Sicht ist das so: Wenn dein Yang noch schwach ist und du es mit Koffein überforderst, kostet das mehr Energie, als es gibt. Wenn dein Yang aber bereits aktiviert ist, kann der Kaffee diese Energie zusätzlich unterstützen, anstatt sie zu rauben. Also, erst die 3 Tricks, dann der Kaffee und du wirst merken, dass du weniger Koffein brauchst und trotzdem mehr Energie hast. Jetzt haben wir eine kleine Challenge für dich. Schreib in die Kommentare unter dem Video, ob du es schaffst, deinen ersten Kaffee um 90 Minuten nach hinten zu verschieben und stattdessen mit warmem Wasser und den 2 anderen TCM-Tricks zu beginnen. Ich bin wirklich gespannt, wer von euch diese Challenge annimmt und was ihr dabei erlebt. Schreibt uns gerne nach ein paar Tagen, wie es euch damit geht und ob ihr einen Unterschied in eurer Energie spürt. Wenn du jetzt noch tiefer in die TCM und praktische Gesundheitstipps eintauchen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, gib uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Aber falls du jetzt denkst, Wolfgang, das ist mir noch nicht genug, ich möchte zusätzlich noch etwas gegen meine morgendliche Steifheit und Müdigkeit tun, dann habe ich genau das Richtige für dich. In diesem Video hier zeige ich dir 8 spezielle Übungen, die du morgens machen kannst, gegen Schmerzen, Steifheit und Müdigkeit und viele andere Probleme. Diese Übungen passen perfekt zu den 3 TCM-Tricks und ergänzen deine Morgenroutine ideal. Der erste Moment des Tages gehört dir. Mach ihn bewusst, mach ihn so, dass er dich jeden Tag ein kleines bisschen mehr stärkt. Bis zum nächsten Video und einen wunderschönen Start in deinen Tag.